Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle sind in Sorge um unsere Lieben und um uns selbst. Denn so etwas hat noch keiner von uns erlebt. Ein Virus lähmt die Welt. Ein Virus bestimmt unser Leben und unser Verhalten zueinander. Stellvertretendes für alle. Ich opfere diese heilige Messe. Und heute feiere ich eine stille Messe. Und nehmen wir allen Menschen mit ins Gebet. Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir uns besinnen und bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Wir sprechen das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unser Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu den Bethlehemer Isai,
denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er, gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aufsehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai Sichem seine Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai, diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, sind das alle jungen Männer? Er antwortete, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isaia, schickt jemand hin und lasst ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Gott dem Herrn. Wir singen Lied 421, erste und zweite Strophe. 421. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr
jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt sie vielmehr auf, denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet, denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus der heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es da ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hat, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit den Speichen einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in den Teich Siloam. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er es sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er aber sagte: Ich bin es. Da fragte sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden?
frisch lag meine Augen und sagte zu mir, geh zum Shiloh und wasch dich. Und ich ging hin, wusch mich und konnte es sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teich gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehen geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solches Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des von der Blindheit Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Da sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereit gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr
sogar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die nicht Sehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten es, und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Johannes führt uns durch dieses Evangelium hinein in die Diskussion unter den Juden damals. Ist Krankheit Strafe? Diese Fragen stellen sich viele, gerade in dieser Zeit. Leider gibt es einige Menschen, die meinen, sie müssten den Virus Corona benutzen als Strafpredigt für die Menschen. Aber es beschäftigt viele von uns, diese Frage: Ist Leiden Strafe? Und oft denken wir doch auch so, wenn uns ein Unglück trifft: Das habe ich nicht verdient, lieber Gott. Warum tust du mir das an, du Gott? Das sind dann unsere Gedanken. Ja, es sind unsere Gebete. Aber Gott hält das aus, weil er uns in unseren Fragen sehr gut versteht. Gott nimmt das ernst, weil er immer zu uns steht. Die Vergänglichkeit des Lebens, der Verbrauch unserer Kräfte, die Katastrophen im Großen, die leidbringenden Ereignisse im Kleinen. Wir können sie letztlich nicht erklären. Da versagt unser Verstand. Es bleibt uns nur eins: anzunehmen, dass Gott größer ist als unser Verstehen. Anzunehmen, dass die Welt voller Geheimnisse ist und auch bleiben wird.
egal was geschieht, diese Welt und unser Leben immer, aber auch immer vom Licht Gottes umstrahlt wird. Die Finsternis braucht uns nicht anzumachen, denn wir hoffen und glauben, Gottes Licht und Liebe, sie sind stärker. Dafür öffnet Jesus den Blinden heute die Augen. Dafür will jeder und jeder von uns durch Jesus Christus Gott die Augen öffnen, dass wir unser Leben, all das, was geschieht, nicht auf dem Hintergrund der Finsternis sehen, sondern eingetaucht in das Licht Gottes. Das fällt leicht, wenn wir feststellen dürfen. Das Leben ist schön, ich bin glücklich. Das fällt schwerer, wenn ich erfahre, dass Krankheit mich trifft, Leid mir den Atem nimmt, Enttäuschung den Boden unter den Füßen wegzieht. Der Virus mich in meiner Wohnung isoliert. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass dann gerade Jesus mir nahe ist, mir neuen Atem schenkt. Der Boden ist, auf dem ich stehe. Dafür die Augen zu öffnen. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen und am Kreuz gestorben. Damit mich die Kreuze des Lebens nicht kleinkriegen, sondern stark machen, weil Jesus sie mit mir trägt. Ein Lernprozess, der nicht leicht ist, aber sehr hilfreich sein kann. Gerade in dieser Zeit tun wir alles, was in unseren Kräften liegt. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns dazu die Kraft gibt. Vertrauen wir darauf, dass Gott stärker ist als ein Virus, der sich Corona nennt. Corona, das Herz. Gott hat ein Herz für uns und gibt uns Vernunft und Verstand, unsere Verantwortung füreinander zu leben und dabei ganz auf die Liebe Gottes zu vertrauen, der für jede und jeden von uns ein sehr großes Herz hat. Amen.
Jesus Christus ist gekommen, um den Menschen Licht, Heil und Trost zu schenken. Er führt uns zusammen, auch wenn wir voneinander Abstand halten müssen. Zu ihm dürfen wir mit unseren Anliegen kommen und beten. Wir beten für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden, für die an Covid-19 Erkrankten, die im Krankenhaus sind und für alle in Quarantäne. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht, für Arbeitgeber und Selbstständige, deren Existenz in Gefahr gerät, für alle, die voller Angst sind und sich bedroht fühlen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die vielen Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind, für alle, die sich in Arztpraxen und Krankenhäusern um das Wohl der Patientinnen und Patienten kümmern. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich jetzt im Alltag und in der Freizeit anders verhalten als sonst, und für alle Verantwortlichen, die für das Land und für Europa wichtige Entscheidungen treffen müssen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Frauen und Männer, die im Lebensmittelhandel und in Apotheken arbeiten, um die Grundversorgung aller gewährleisten zu können. Für alle in den Laboren, die unter Hochdruck Tests auswerten und nach Medikamenten und Impfstoffen forschen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Christen und Christinnen, die in dieser besonderen Zeit herausgefordert sind, und für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die neue Formen entwickeln, wie Menschen ihren Glauben miteinander teilen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Gläubigen, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt, für alle, die einander beistehen und sich ermutigen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Frauen, Männer und Kinder, die auf der Flucht sind, für alle, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen, und besonders für die Kinder auf Lesbos, die durch die Corona-Krise festsitzen, für die Hilfsorganisationen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst unter katastrophalen Bedingungen im Einsatz sind. Jesus Christus,
Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für uns selbst, für die Sorgen und Nöte, die jeder und jede von uns mitbringt. Im Stille nennen wir die Namen derer, die uns besonders am Herzen liegen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Heute beten wir besonders für Peter Bauer, Sohn Thomas, Verstorbene der Familien Bauer, Bramhertz und Wingels, Josef und Agnes Fausten, Franz und Frieda Schwirn, Manfred und Beate Schwirn, lebenden und der verstorbenen Familien Peter Schmitz und Mostert, und auch für eine besondere Meinung. Jesus Christus, du schenkst uns dein Heil und deinen Beistand, gerade auch in diesen schweren Zeiten. Dafür danken wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, heute, alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen. Wir singen zur Bergbereitung, Lied 184. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns ein Brot, die fröhliche Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit unser Brot des Lebens wird.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren. Er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut
das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir,
Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Wir singen Lied 202. Sakrament des Leibes und Blutes Christi, schenke uns das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, der Willen des Vaters gehorsam, hast dem Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und von allem Bösen. Gib mir, dass ich deine Gebotstreue erfülle, und es nicht so, dass ich jemals von dir getrennt werde. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr salbte meine Augen. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend und glaube an Gott.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Herr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden